Ja, immer wieder beschäftigt uns die Frage, wie geht eigentlich Komposition? In der gegenständlichen Malerei mag das uns noch gelingen, weil wir haben ja dann irgendwie eine Orientierung aus unserer äußeren Welt, wie das Ganze so gestaltet werden kann, mit dem Horizont, mit den Wolken, oben, unten, ja, die Richtung, das kennen wir aus der natürlichen Welt und können das dann leichter auf unsere Bildfläche übertragen. Aber sobald es um abstraktes Gestalten geht, verlieren wir wie den Boden förmlich unter den Füßen, weil in der abstrakten Malerei gibt es diesen Boden in dem Sinne nicht mehr. Ja? Es gibt nicht mehr das Eindeutige, das ist die Erde und das ist der Himmel. In der abstrakten Malerei haben wir es mit einer Fläche zu tun. Und ich stelle mir die Fläche, diese Bildfläche, ein bisschen vor wie ein Magnetfeld. Ja? Äh, in diesem Magnetfeld gibt es Spannungen, gibt es nicht jeder Ort auf diesem Kraftfeld hat die gleiche Power, hat die gleiche Ladung, ja. Und ich stelle mir das so vor, als würde, also das ist die Bildfläche und die Bildfläche ist eine Einheit, ja, die sich bewegt, ja. Also sie bewegt sich, weil wenn ich hier was platziere, eine Form, die kippt zwar nicht physisch, wie jetzt hier in diesem Anschauungsobjekt, aber das Kraftfeld kriegt hier praktisch eine Betonung. Und Komposition, so wie ich mir das heute vorstelle, bedeutet, dass ich die Formen, die ich in meinem Bild arrangiere, so platziere, dass es dann auch einen Ausgleich gibt. Und ich muss ja nicht unbedingt die Dinge ausgleichen mit der gleichen Form. Ich kann hier einen kleinen Tupfer Rot machen, der wird das Ganze in die Richtung biegen, weil Rot beansprucht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und ich könnte natürlich hier auch ein Rot machen. Dann hätte ich Symmetrie. Und dann könnte ich hier noch ein Rot platzieren und da ein Rot. Dann wäre die Bildfläche in einem perfekten Gleichgewicht, ja, aber sie würde auch keine Spannung haben. Und Komposition ist immer auch ein spannungsvolles Verhältnis zwischen ungleichen Teilen. Und deswegen würde ich anstatt dieses Rot mit einem weiteren Rot auszubalancieren, eine andere Form nehmen. Zum Beispiel eine O-förmige Linie, ja? Eine große O-förmige, dünne Linie. Die könnte es mit dieser kleinen roten Form aufnehmen. Also Komposition im abstrakten Sinne ist für mich das Orchestrieren von Formen auf der Bildfläche, ähnlich wie bei einem Kraftfeld, wo ich versuche, eine Spannung zu erzeugen, die eben ein bewegtes Gleichgewicht erzeugt. Ja? Dass das Bild eine Einheit hat, ja? Aber dass es sich bewegt, so wie diese Bildfläche hier sich auf dieser Kugel gerade bewegt. So stelle ich mir vor, dass das Bild eine bewegte Einheit ist. Ja, ich hoffe, dir hilft das ein bisschen weiter. Ich helfe mir immer gerne mit solchen Analogien, um das zu verstehen, was auf dem Bild eigentlich passiert. Und ja, schreib mir einfach in die Kommentare, was du dazu denkst, wie du an Komposition herangehst, was dir hilft, gerade in der abstrakten Malerei eine Orientierung zu finden. Das würde mich brennend interessieren und vielleicht können wir uns darüber austauschen. Bis bald.